Stellen Sie sich eine Welt vor, in der dichte Gletscher weite Teile Europas und Asiens bedecken. Eine Welt, in der das Überleben keine Selbstverständlichkeit, sondern ein täglicher Kampf gegen Kälte, Hunger und Raubtiere war. Vor rund 900.000 Jahren erlebte die Erde eine der härtesten Phasen der Menschheitsgeschichte, die Eiszeiten. Die Temperaturen sanken drastisch, Landschaften verwandelten sich in unwirtliche Steppen und Tundren. Flüsse gefroren, Wälder verschwanden und nur die Stärksten konnten bestehen. In dieser Zeit kämpften unsere Vorfahren Homo heidelbergensis und andere frühe Menschen um jeden Bissen Nahrung, um jedes Stück Wärme. Doch was bedeutete es, in dieser gnadenlosen Epoche zu leben? Wie organisierten unsere Ahnen ihr Überleben, wenn Mammuts, Wollnashörner und Höhlenlöwen nicht nur Jagdbeute, sondern auch gefährliche Gegner waren? Welche Rolle spielte Zusammenarbeit in kleinen Gruppen und wie beeinflusste der ständige Hunger die Entwicklung unserer Spezies? Diese Dokumentation führt uns 900.000 Jahre zurück in eine Welt voller Extremen. Wir entdecken, wie Menschen den harten Eiszeiten trotzten, welche Strategien sie entwickelten, um Nahrung zu finden und wie diese Kämpfe unser Erbe bis heute prägen. Die Erdgeschichte ist geprägt von gewaltigen Klimaschwankungen. Vor 900.000 Jahren befand sich die Erde inmitten einer Phase, die Paläoklimatologen als mittlere Eiszeitzyklen bezeichnen. Damals wechselten sich Kaltzeiten und wärmere Zwischeneiszeiten in Zyklen von etwa 100.000 Jahren ab. Für die frühen Menschen bedeutete dies ständige Anpassung. In wärmeren Perioden konnten sie Wälder durchstreifen, Beeren sammeln und kleinere Tiere jagen. Doch sobald die Temperaturen sanken, schrumpfte das Nahrungsangebot dramatisch. Archäologische Funde in Europa, etwa in Atapuerca, Spanien, oder Boxgrove, England, belegen die Anwesenheit von Homo heidelbergensis in dieser Zeit. Diese Menschenart gilt als direkter Vorfahr von Neandertalern und modernen Menschen. Mit robustem Körperbau, größerem Gehirnvolumen und verbesserten Werkzeugen waren sie besser an die harschen Bedingungen angepasst als ihre Vorgänger. Die Jagd spielte eine zentrale Rolle. In Boxgrove fanden Forscher Überreste von Pferden, die mit Steinwerkzeugen zerlegt wurden. In Atapuerca stießen Archäologen auf Knochen mit Schnittspuren, eindeutige Hinweise auf geplante Jagd und gemeinschaftliches Zerlegen großer Beute. Doch nicht nur Jagd bestimmte das Überleben. In eisigen Landschaften mussten unsere Vorfahren lernen, Feuer zu nutzen, Schutz in Höhlen zu suchen und Nahrungsvorräte anzulegen. Der ständige Wechsel zwischen Eiszeit und Zwischeneiszeit stellte ihre Anpassungsfähigkeit auf die Probe. Ein Paläoanthropologe formulierte es so: Die Eiszeiten waren das Labor der Menschheit. Wer hier überlebte, wurde stärker, körperlich wie geistig. Klima und Lebensräume. Vor 900.000 Jahren war Europa kein einheitlicher Kontinent, wie wir ihn heute kennen. Während südliche Regionen wie das heutige Spanien oder Italien relativ milde Klimabedingungen boten, waren nördliche Gebiete von endlosen Gletschern und Eisfeldern geprägt. Gewaltige Eisschilde bedeckten weite Teile Skandinaviens, Norddeutschlands und Polens. Zwischen diesen Extremen erstreckte sich eine Landschaft aus Tundra und Steppe. Dort lebten riesige Tierherden, Mammuts, Wollnashörner, Wildpferde, Bisons. Sie boten Nahrung, aber auch Gefahr. Denn wer ein Mammut jagte, riskierte, selbst zum Opfer zu werden. Nahrungssuche, ein täglicher Kampf. Die Jagd war für Homo heidelbergensis nicht nur Überlebensstrategie, sondern existenzielle Notwendigkeit. Fleisch lieferte Kalorien, Fett und Eiweiß, unverzichtbar in einer kalten Umwelt. Doch Jagd bedeutete Organisation. Mit rohen Steinwerkzeugen allein konnte kein Mensch ein Mammut überwältigen. Archäologische Funde zeigen, dass Gruppen von 20 bis 30 Individuen zusammenarbeiteten. Pferde wurden in Schluchten getrieben, Bisons mit Speeren attackiert, geschwächte Tiere von der Herde isoliert. Ein erfolgreiches Jagdunternehmen konnte Nahrung für Wochen sichern,
ein Fehlschlag dagegen Hunger und Schwäche bedeuten. Neben der Jagd spielte das Sammeln weiterhin eine Rolle. Beeren, Wurzeln und Nüsse ergänzten den Speiseplan, besonders in wärmeren Zwischeneiszeiten. Doch im Winter, wenn die Landschaft erstarrte, wurde das Fleisch großer Tiere überlebenswichtig. Werkzeuge und Innovation. Die Werkzeuge dieser Zeit waren bereits erstaunlich ausgefeilt. Faustkeile, große, symmetrisch geformte Steine, dienten zum Schneiden, Schaben und Zerteilen. Sie sind so präzise gearbeitet, dass manche Forscher sie als Schweizer Taschenmesser der Steinzeit bezeichnen. In Boxgrove, England, fanden Archäologen Hunderte solcher Werkzeuge zusammen mit Tierresten. Diese Funde belegen nicht nur, dass Homo heidelbergensis Jagd betrieb, sondern dass er auch systematisch Fleisch verarbeitete, mit Techniken, die Generationen weitergegeben wurden. Ein entscheidender Fortschritt war die Nutzung von Feuer. Zwar gibt es umstrittene Funde aus dieser Epoche, doch viele Experten gehen davon aus, dass frühe Menschen das Feuer zumindest bewahren konnten. Es bot Wärme, schützte vor Raubtieren und machte Nahrung leichter verdaulich. Soziale Strukturen. Das Leben in den Eiszeiten war nur im Team möglich. Einzelgänger hatten kaum Überlebenschancen. Daher entwickelten sich feste Gruppenstrukturen. Arbeitsteilung war lebensnotwendig. Einige jagten, andere hielten Wache, wieder andere kümmerten sich um Kinder oder sammelten Brennmaterial. Besonders das Teilen von Nahrung war entscheidend. Ein erlegtes Tier konnte nicht von einer Person allein verzehrt werden. Das gemeinsame Mahl stärkte die Gruppe und möglicherweise entstanden hier die ersten sozialen Regeln, die wir heute als Moral verstehen. Begegnungen mit Tieren. Die Eiszeit war das Zeitalter der Giganten. Mammuts mit bis zu 4 Metern Schulterhöhe durchstreiften die Ebenen. Wollnashörner mit gewaltigen Hörnern verteidigten sich erbittert. Höhlenlöwen, Hyänen und Säbelzahnkatzen machten Jagd auf geschwächte Menschen. Die ständige Bedrohung durch Raubtiere prägte den Alltag. Feuerstellen am Eingang von Höhlen oder auf freien Ebenen dienten nicht nur zum Wärmen, sondern auch zur Abschreckung. Manche Forscher vermuten, dass die ersten Rituale, etwa das Bewahren von Schädeln oder das Platzieren von Knochen, mit dem Respekt und der Angst vor diesen Tieren zusammenhingen. Psychische und kulturelle Entwicklung. Das Leben im eisigen Klima erforderte nicht nur körperliche Stärke, sondern auch geistige Anpassungsfähigkeit. Strategische Planung, das Merken von Jagdgebieten, das Koordinieren von Gruppen, all das setzte ein wachsendes Gehirn voraus. Vor 900.000 Jahren hatte Homo heidelbergensis bereits ein Gehirnvolumen von rund 1200 Kubikzentimetern, deutlich größer als das seiner Vorgänger Homo habilis oder Homo erectus. Dies war eine der Grundlagen für Sprache und komplexere Kommunikation. Auch wenn wir nicht wissen, wie ihre Sprache klang, ist sicher, ohne Verständigung hätte keine Jagd funktioniert. Beispiele archäologischer Funde Atapuerca, Spanien. Knochen von Menschen und Tieren mit Schnittspuren, Hinweise auf Jagd und möglicherweise Kannibalismus, entweder aus Not oder als Ritual. Boxgrove, England. Werkzeuge und Tierreste, die auf gemeinschaftliche Jagdmethoden hinweisen. Ceprano, Italien. Schädelfund, der die Ausbreitung früher Menschen in Europa belegt. Diese Funde zeichnen ein Bild von Menschen, die trotz widrigster Umstände Wege fanden, ihre Umwelt zu meistern. Der Höhepunkt der Eiszeiterfahrung. Die ständigen Klimawechsel machten unsere Vorfahren widerstandsfähig. Mal lebten sie in grünen Landschaften voller Tiere, mal in eisigen Ödlanden. Dieses ständige Training bereitete sie darauf vor, sich später in alle Teile der Welt auszubreiten, von Afrika bis nach Asien und Europa. So war der Kampf ums Überleben vor 900.000 Jahren kein Rückschritt, sondern eine entscheidende Phase der Menschheitsentwicklung. Aus der Härte der Eiszeiten entstand Stärke, Intelligenz und der Wille, niemals aufzugeben. Heute, 900.000 Jahre nach jenen eisigen Epochen, sind die Spuren dieser Zeit noch immer sichtbar.
Nicht nur in der Geologie, sondern auch in unserer eigenen DNA. Paläoklimatologen analysieren Bohrkerne aus dem Eis Grönlands oder Sedimente vom Meeresgrund, um die damaligen Temperaturen und Klimaschwankungen zu rekonstruieren. Diese Daten zeigen deutlich, die Eiszeiten prägten nicht nur Landschaften, sondern auch die Evolution des Menschen. Archäologische Fundstätten wie Atapuerca in Spanien oder Boxgrove in England liefern faszinierende Einblicke in den Alltag früher Menschen. Mit modernen Methoden wie Isotopenanalyse lassen sich Ernährungsweisen rekonstruieren. So wissen wir heute, dass Fleisch in dieser Zeit den Großteil der Energie lieferte, ergänzt durch Pflanzen, wann immer möglich. Auch die moderne Anthropologie zieht Lehren aus der Eiszeit. Forscher vergleichen die Überlebensstrategien von Homo heidelbergensis mit heutigen indigenen Völkern, die in extremen Klimazonen leben, etwa den Inuit in der Arktis. Viele Muster ähneln sich: Kooperation, Teilen von Nahrung, klare Rollenverteilungen. Gleichzeitig wird die Erinnerung an die Eiszeit für unsere Gegenwart hochaktuell. Der Klimawandel zeigt uns, wie verletzlich die Menschheit gegenüber plötzlichen Umweltschwankungen bleibt. Während unsere Vorfahren auf Kälte und Hunger reagierten, stehen wir heute vor der Herausforderung steigender Temperaturen. In beiden Fällen zeigt sich, Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zum Überleben. Wie wird das Wissen über das Leben vor 900.000 Jahren unsere Zukunft beeinflussen? Einerseits erlaubt uns die Forschung, die Widerstandsfähigkeit des Menschen besser zu verstehen. Wer über Jahrtausende extreme Kälte und Hunger ertragen konnte, der trägt auch heute noch genetische Anpassungen in sich, die unser Immunsystem, unseren Stoffwechsel und vielleicht sogar unser Verhalten prägen. Andererseits ist die Geschichte der Eiszeiten eine Mahnung. Während unsere Vorfahren ums Überleben kämpften, stehen wir heute vor globalen Krisen. Klimawandel, Ressourcenknappheit, wachsende Weltbevölkerung. Die Strategien der Vergangenheit, Zusammenarbeit, Teilen, Innovation könnten genau die Fähigkeiten sein, die wir in Zukunft erneut brauchen. Manche Forscher vermuten, dass eine neue Eiszeit zwar nicht unmittelbar bevorsteht, doch langfristig Teil des natürlichen Klimazyklus bleiben wird. Wenn dies geschieht, wird die Menschheit nur dank moderner Technologie überleben können und doch auf uralte Instinkte zurückgreifen müssen. Vorsorge, Kooperation und Anpassung. Vor 900.000 Jahren standen unsere Vorfahren vor Herausforderungen, die wir uns heute kaum vorstellen können. Eiseskälte, Hunger, ständige Bedrohung durch Raubtiere. Und doch haben sie überlebt. Mehr noch, sie haben gelernt, Werkzeuge herzustellen, im Team zu jagen, Feuer zu bewahren und ihre Lebensräume zu erobern. Die Eiszeiten formten nicht nur die Landschaften, sie formten uns. Aus dem Überlebenskampf in unwirtlichen Steppen und Gletschern entstand eine Menschheit, die lernte zusammenzuhalten, zu planen und kreativ zu werden. Ohne diese Epoche gäbe es keine Zivilisation, keine Kultur, vielleicht nicht einmal uns. Wenn wir heute auf die glitzernden Gletscher oder die Knochenfunde aus jener Zeit blicken, erkennen wir sind Kinder der Eiszeit. Das, was uns stark machte, war nicht rohe Gewalt, sondern Gemeinschaft, Anpassungsfähigkeit und der Mut, trotz widrigster Umstände weiterzugehen. Die Geschichte vom Leben vor 900.000 Jahren ist daher nicht nur ein Blick in die Vergangenheit. Sie ist eine Botschaft für die Zukunft. Denn wie damals gilt auch heute: Nur wer zusammenhält, wer aus Krisen lernt und wer mutig neue Wege geht, wird die kommenden Herausforderungen meistern.